echt hell und fröhlich. Es ist eines der bekanntesten Musikstücke des frühen 18. Jahrhunderts. Es ist schon bei zahllosen Filmen und Werbespots verwendet worden. Aber was ist es? Und warum klingt es so? Das ist der Beginn des Frühlings, der 4 Jahreszeiten, von dem italienischen Komponisten Antonio Vivaldi. Die 4 Jahreszeiten sind teils bekannt, weil sie das Ohr entzücken. Aber noch bemerkenswerter ist, dass das Musikstück Geschichten erzählt. Als es 1725 in Amsterdam veröffentlicht wurde, waren ihm Gedichte beigefügt, die genau beschrieben, welches Merkmal einer Jahreszeit Vivaldi mit Musik umzusetzen versucht hatte. Indem er seiner Instrumentalmusik Geschichten beifügte, war Vivaldi seiner Zeit weit voraus. Wenn man die Gedichte gleichzeitig zur Musik liest, findet man die dichterischen Szenen auf wunderbare Weise musikalisch umgesetzt. Darin heißt es, die Vögel begrüßen den Frühling mit einem fröhlichen Lied. Und hier tun sie genau das. Bald bricht jedoch ein Gewittersturm los. Aber man hört nicht nur musikalischen Blitz und Donner, sondern auch mehr Vögel, nass, ängstlich und unglücklich. Im Sommer singt die Turteltaube ihren Namen, Tortorella auf Italienisch. Bevor ein Hagelsturm die Felder platt macht. Der Herbst bringt eifrige Jäger, die auf der Suche nach Beute losstürmen. Das Winterkonzerto beginnt mit Zähneklappern in der Kälte, bevor man am knisternden Feuer Zuflucht findet. Und dann wieder raus in den Sturm, wo man dahinschlittert, auf dem Eis und fällt. In diesen ersten Winterwochen geht das alte Jahr dem Ende zu, sowie auch Vivaldis musikalische Erkundungsreise durch die Jahreszeiten. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde solch ausdrucksstarke, instrumentale Programmmusik, so hieß es damals, beliebt. Ab da waren größere, vielseitigere Ensembles die Regel, mit Holzblasinstrumenten, Blechbläsern und Percussion. Aber Vivaldi gelang es mit einer Geige, Streichern und einem Cembalo. Im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen Bach war Vivaldi nicht sehr an komplizierten Fugen interessiert. Er bevorzugte, den Zuhörern zugängliche Unterhaltung zu bieten. Mit Melodien, die später in einem Stück wieder auftraten, um uns zu erinnern, wo wir waren. Der erste Satz des Frühlingskonzertos beginnt mit einem Frühlingsthema und endet auch damit, nur leicht verändert gegenüber dem letzten Mal. Das war eine inspirierende Weise, Zuhörer zu fesseln. Und Vivaldi, der als einer der elektrisierendsten Geiger des frühen 18. Jahrhunderts galt, verstand es, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Entweder war er bei Konzerten der Stargeiger, oder er präsentierte seine jungen Musikerinnen der Pietà, einer venezianischen Mädchenschule, an der Vivaldi Kapellmeister war. Die meisten Schülerinnen waren Waisen. Die Musikausbildung war nicht nur zum Schleifen der sozialen Kompetenz für die jungen Mädchen gedacht, sondern auch als potenzielle Karriere für die, die sich nicht gut verheiraten würden. Selbst zur Zeit des Komponisten diente Vivaldis Musik als Zerstreuung für alle, nicht nur für den wohlhabenden Adel. Eine Methode, die 300 Jahre später immer noch funktioniert. Und Vivaldis Musik hört sich immer noch wie ein trabendes Pferd auf Achse an. Bereit weiterzulernen? Schau dir diese Videos an, um entweder zu hinterfragen, was du zu wissen glaubst, oder um mehr darüber zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonniere und bleib neugierig.